Hi. Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir werden uns heute mal wieder ganz kurz Tesla anschauen. Wir machen ein Update on Unity, weil dieser Drop doch ziemlich drastisch ist. Wir machen ein kleines Update on Server. Wir schauen uns an, was hat NIO in den letzten Tagen gemacht. Wir machen ein relativ großes Update on FuelCell, weil wir haben es uns schon lange nicht mehr angeschaut. Wir machen auch ein kleines Update on Geniuscope. Und wir werden uns FFAI anschauen, weil es gewünscht wurde. Und zum Schluss schauen wir uns noch 3 Community-Wünsche an. Wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos setzen oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method. Gut, dann fangen wir heute mal mit Tesla an. Okay, für Tesla. Wir machen heute eine kleine Zusammenfassung, wie das ganze Fractal ausschaut. Und danach werden wir kurz reinzoomen, was wir in den letzten 1-2 Wochen gemacht haben. Also für Tesla habe ich einfach generell das. Klar, unser IPO war unser Wie. Dann bis Juni 2019 war einfach unser A. Ich weiß, es ist kein 0.5 Pullback, aber Tesla mag das. Von 2019 bis 2022 war unser B. Hier kommt gleich die kleine Eigenart von Tesla zu tragen, weil normalerweise nehmen wir ja unseren A-Boden, gehen zu unserem B-Peak und der Pullback sollte ein 0.5 FIB sein. Tesla macht das aber immer, dass es runterfällt, uns anteasert, wir machen jetzt die 0.5 und wir relativ weit drüber bouncen. Macht es jedes Mal. Ja. Okay, und von 2023 bis heute und wahrscheinlich noch etwas länger ist unser Ceran. Wenn wir jetzt uns diesen Ceran anschauen und einfach ein bisschen hineinzoomen, dann sind wir mit diesem Ceran noch lange nicht fertig. Das Einzige, was wir derzeit gemacht haben, ist unser großes High Low. Das startete von Jänner 2023 bis April 2024. Dann ist unser A gestartet von April 2024 bis April 2025 und dieses Mal war es sogar ein wunderschöner 0.5, 0.618 Pullback. Und seitdem, wir wollen noch immer unser B. Wir haben noch immer nicht unser mittleres B. Somit, hier ist unser mittleres A. Jetzt schauen wir uns das hier näher an. Weil das hier ist unser kleines A, kleines B. Und wir warten noch immer auf dem Run zu unserem kleinen C, was dann unser mittleres B ist. Ja. Und meiner Meinung nach, ja, also Preistage technisch von 700 bis 1500, klingt deppert, ist alles drin. Wie schaut es jetzt aus? Ja, also wir haben hier im April, 7. April 2025, das war unser Boden von unserem mittleren A. Dann haben wir ein kleines HLO gemacht. Dann haben wir hier wieder ein kleines A gemacht. Wenn man sich das anschaut, ist das auch wieder ein schöner 0.5 Pullback. Und seitdem beenden wir unser kleines B. Ist dieses kleine B jetzt schon fertig? Hier auch wieder. Normalerweise nimmt man vom A-Boden bis zum B-Peak die FIB und wartet auf den 0.5 Pullback. Und hier wieder das Gemeine. Weil im September 2025, okay, perfekt. Hier ist unser B-Peak. Wir machen den B-Pullback. Und wie ihr seht, wieder über den 0.5 gebounced. Gut, das war aber nicht unser B-Peak, sondern das war unser B-Peak. Also wieder, perfekt. Wir gehen zu unserem 0.5 Pullback. Und wir sind wieder gebounced. Deswegen sage ich, Tesla mag das irrsinnig, dass sie uns anteasert, dass sie zum 0.5 geht und dann doch nicht. Im besten Fall
ist das hier allerdings trotzdem unser B-Boden. Ne? Bedeutet, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem zu unserem kleinen C, was ja dann unser B-Peak sein wird. Ne? Das Einzige, was uns jetzt allerdings noch im Weg steht, ist unser kleines High-Low. Und ich glaube, dass dieses kleine High-Low bis Ende April fertig sein wird. Sind ja nur, Ende April, Ende Februar. Sind ja nur noch 2 Wochen. Wir müssen noch dieses High-Low, dieses Micro-High-Low müssen wir noch abschließen. Was haben wir derzeit gemacht? Wir haben unser V, wir haben unser A, auch hier, wenn man sich das anschaut, perfekter, fast perfekter 0,5. Wieder unser B, was nicht zurückgegangen ist zu 0,5. Wir haben schon unser Top von dem High-Low meiner Meinung nach. Wir haben unser Lower High schon. Und letzte Woche Freitag haben wir unser Midpoint gemacht. Ja? Wenn wir also nicht plötzlich nach oben schießen, ja, bin ich der Meinung, wir werden jetzt hinunterfallen, kommen wieder hoch. Das wäre dann unser T. Und dann machen wir unser V an der A. Einzige Sache ist, normalerweise geht ja unser High-Low entweder zum V an der A oder zur 786. Wenn man sich es genau anschaut, perfekte 786 bei unserem A-Boden. Die einzige Sache ist, wir haben hier noch eine Gap offen. Zwischen 394 und 389. Wenn wir also dieses V an der A machen, glaube ich, besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Gap hier füllen. Ja? Technisch gesehen muss man allerdings sagen, wäre dieses High-Low fertig, wenn wir hier auch nur einen Cent oder einen Dollar unter 3,97 gehen würden. Ja? Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich diese Gap füllen und auf geht's. Einzige Sache ist nur, wenn wir diese Gap hier füllen, ja, wir dürfen 387,59 nicht berühren oder brechen. Tun wir das, ist dieses High-Low nämlich falsch. Tun wir das, dann ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass dieser Peak hier im 26. Februar einfach nur unser T war und wir doch noch näher an die 0,5 ran müssen, ja, also noch einmal hier runter, doch sehr hoch. Sehe ich noch nicht, aber schauen wir mal. Im Großen und Ganzen bin ich noch immer der Meinung, solange wir gewisse Levels nicht berühren oder brechen, dass unser B-Pullback fertig ist und dass unser nächster Run uns rauf zu zu unserem mittleren B bringen wird. Ja? Und mir ist schon klar, der Markt kommt darauf an, wie mein Track derzeit nicht gut aus. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Tesla gerne einfach sein eigenes Ding durchzieht. Es ist mir also relativ wurscht, ähm, wie gerade SPY und Nasdaq läuft. Ne? Oh, und eine Sache noch bezüglich Macro Position. Ich vergleiche das irrsinnig gerne mit diesem Move hier. Ja? Und zwar Juni 2020. Ja? In dem besten Fall sind wir gerade genau in diesem kleinen Pullback hier, machen dieses kleine High-Low. Ja? Und dieser Move, da kommt auch die Bars-Pattern her, ist unser nächster Move für die Zukunft, wahrscheinlich für 2026. Okay, gut. Nächstes ist Unity. So, für Unity machen wir als erstes wieder mal eine kleine Wiederholung. Und mittlerweile habe ich sogar eine Alternative gefunden, weil letztes Mal hatte ich ja noch keine. Fürs Main-Tracking hat sich nichts geändert. Ja? Unity hat seine IPO in dem Run zu seinem B gestartet. Dann Allzeithoch, Lower High. Midpoint bleibt noch immer bestehen, wäre unser B, unser nächstes Ziel. T war unser A oder doch nicht, komme ich gleich dazu. Und dann hatten wir am 12. August 2024 unser B. Fürs bullische Tracking, ich meine, beide sind bullish, aber fürs alte Main-Tracking ist
vom August 2024 bis April 2025 noch immer unser Higher Low. Und dann sind wir zu unserem A gelaufen. Jetzt ist die Sache die, wir haben das ziemlich gut getrackt, dass wir hier einen Pullback bekommen, dass das unser Peak ist und wir runtergehen müssen. Wir sind jetzt allerdings schon sehr tief. Ja? Wenn man sich das genau anschaut, von unserem Boden bis zu unserem Peak, wir sind unter die 0,5 durch, ist noch kein Problem. Wir sind auch unter die 6,18 durch, auch noch kein Problem, aber wenn wir die 786 berühren, ist es ein Problem. Fürs Main-Tracking ändert sich noch nichts. Wir müssen nur hier bouncen. Jetzt müssen wir langsam hier bouncen und dann geht es rauf zu unserem B. Ja? Alles über 110,5 Pullback und dann geht es rauf. Brechen wir also hoch oder nicht? Und wenn man sich das genauer anschaut, dann waren bevor den Earnings am 11. Februar unser perfektes T für den Knife. So, sollten wir jetzt doch die 0,786 berühren. Das bedeutet, sollten wir 17,04 berühren, dann kann das hier nicht mehr A sein. Ja? In dem Fall wird dieses Fractal größer. Ja? Weil, ganz ehrlich, wenn wir hier drunter fallen oder die 786 nur berühren, dann ist das ganze Ding hier unser großes Higher Low. Ja. Dann ändert sich auch die Trendlinie. Ich meine, es wird dann eigentlich keine Trendlinie mehr, weil wir haben dann eigentlich nur noch zwei Touchpoints, nämlich Allzeithoch und den Peak vom Higher Low. Aber dann ist das halt so. Ja. Regeln sind Regeln. Bedeutet, wir fallen dann hier drunter, irgendwo in der Area. Ja. Wenn wir weiter runterfallen, machen wir ein neues Allzeitlow. Ja. In dem Fall wäre das absolut bärische und das wäre T. Sehe ich noch nicht. Ja. Aber wenn. Danach machen wir unser, wie hier, Beendigung des Higher Lows. Und dann müssen wir erst unser A machen. In dem Fall ist unser A irgendwas über 60. Ja. Breakout Retest und dann SB. Schauen wir mal. Derzeit müssen wir eigentlich einmal darauf warten, dass wir einen Boden finden. Ja. Bestätigung wäre ein Higher Low. Ja. Dieses Higher Low hat klarerweise nicht gehalten. Dieses Higher Low hat derzeit nicht gehalten. Ja. Also derzeit einfach mal abwarten und T drücken. Okay, kleines Update on Sava. Hier auch wieder kleine Zusammenfassung. Wie immer sage ich als allererst, das ist wirklich unser riskantestes Play. Es ist eine Biofirma und wir haben eine ziemlich böse Alternative. Warum schauen wir es uns überhaupt an? Weil es immer dasselbe macht. Peak, Gap Down, zur Seite gehen, Gap Fill. Peak, Gap Down, zur Seite sehen, Gap Fill. Peak, Gap Down, zur Seite gehen, Gap Fill. Immer dasselbe. Ja. Für unsere jetzige Version haben wir unser normales ABC, LMT. Hier war unser Peak, Gap Down, zur Seite. Ja. Im besten Fall bekommen wir jetzt den Gap Fill. Wir starten mit der schlechtesten Version, bedeutet, das hier war einfach nur ein kleiner Bounce und wir würden sowas hier machen. Ja? Wir wären wahrscheinlich irgendwo gerade hier. Wir bekommen ein massives Knife nach unten, machen ein neues Allzeitlow und die nächsten 4-6 Monate wird das so ausschauen. Das macht es unspielbar. Ja? Und irgendwann Sommer, Herbst haben wir die nächste Chance für den nächsten Move nach oben. Ja? Deswegen Vorsicht. Ja? Das ist halt das Riskante. Für die bullische Variante, wir suchen nach diesem Gapfill hier, ja? Von $5 bis $26. Ja? Das ist der einzige Grund, warum wir uns das anschauen. Und fürs normale Tracking haben wir fürs bullische unseren Boden am 9. April 2025 gemacht. Seitdem haben wir unser Higher Low gemacht und jetzt warten wir die ganze Zeit darauf, dass dieses Higher Low beendet wird. Hier zwei Versionen. Ja. Die absolut bullische Variante ist,
Wir sind fertig. Das ist die absolut bullische Variante. Ja. Diese Aktie springt immer Freitag Pre-Market, Freitag After Hours oder Montag Pre-Market. Ja. Wenn wir nicht den großen Sprung an diesen Tagen gemacht haben, ist meistens entweder ganz langsames nach oben grinden für den Rest der Woche oder nach unten. Ja. Aber kein einziges Mal, was ich bis jetzt gefunden habe, hat diese Aktie unter der Woche einen starken Anstieg gehabt. Jetzt ist heute am Montag frei. Somit entweder man sagt jetzt, okay, dann ist der neue Montag Dienstag, oder wir machen einfach nur langsames Nichts diese Woche. Trotzdem, die absolut bullische Variante ist, von morgen an am Dienstag schießen wir nach oben. Ja? Glaube ich nicht, aber als absolut bullische Variante. Die normale Variante ist, dass dieses High-Low fertig ist. Und zwar am 6. Februar. Weil wir haben unser V, wir haben unser A, unser B, unser C, unser L, also Lower High, unser Midpoint und schon unser T. In dem Fall war Februar 5 unser V, also fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist unser Higher Low, unser Micro High. Ja? In dem Fall müssten wir irgendwo runterkommen zu 1,94. Ja? Also irgendwas hier runterkriegen und dann geht's ab nach oben. Ja? Für die normale Version. Für die noch immer gute, aber etwas bärischere Version ändert sich an dem Downfall hier nicht wirklich viel. Es ändert sich aber am A und am B was. Ja? Bedeutet nämlich, wenn man sich das anschaut und die FIB nimmt, dann ist hier unsere 786. In dem Fall bedeutet das, dass unser A doch hier ist. Ja? Bedeutet, das hier war nicht unser V und das hier wird nicht unser Higher Low sein. Und in dem Fall war das wirklich unser T, aber dieses T ist nicht fertig und wir müssten hier noch weiter runter. Ja? Bedeutet 1,46. Ich bin derzeit 50-50. Ich bin 50-50 für Version 2 und 3. Ja? Also, dass wir hier schon unser V haben und unser Higher Low fertig machen oder dass wir runtergehen. Ich möchte einfach sehen, dass dieses Higher Low hier hält. Ja? Dann kann man schon in eine Position reingehen. Da muss man halt schauen, dass dieses Higher Low hält. Sollten wir 1,87 berühren oder brechen, gehen wir hier hinunter. Ob wir das dann hier halten, wird auch wieder spannend. Nur kleine Warnung. Aktien ist das Risiko nicht so hoch. Ich sage nur, wenn man hier in Optionen reingeht, ohne den Move kommt sie aus den Optionen nicht raus. Die Option Chain ist derzeit komplett tot. Sollten wir den Move machen, ist es ein Moneymaker. Sollten wir den Move nach unten machen, kommt sie nicht mehr raus. Neues Warn. Gut, nächstes ist NIO. Einfach nur ein kleines Update. Es hat sich nur allerdings in den letzten Wochen nicht viel geändert. Für die Zusammenfassung. Bis Oktober 2019 hier, das war einfach nur für unser großes Makro-Tracking unser A. Von 2019 bis 4. April 2025, das war unser großes B. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu unserem großen C. Und der Peak von diesem großen C muss über dem B liegen, also über $66. Also schauen wir uns jetzt mal an, wie weit sind wir denn schon. So, hier ein bisschen hineingezoomt, ist hier unser Ende von unserem B, der 8. April 2025. Hier war unser perfektes C, weil wir haben hier unser V, Hallo, Breakout, das war unser A, perfekt über der T-Linie. Wir machen den Pullback. Unser nächstes Ziel ist unser B. Und ich bin noch immer der Meinung, wir werden dieses B, also was über $16 liegen sollte, über unserer M-Linie, irgendwas zwischen 25. April bis zum 29. Juni bekommen. Ich bin allerdings der Meinung, dass dieser A-Pullback noch nicht fertig ist, noch nicht ganz. Wenn wir uns das ganz genau anschauen, ich sage immer, unser A soll entweder 0,5
oder 0,1618 runterfallen. Und das haben wir gemacht. Wir sind perfekt hier gebounced. Das Einzige, was hier uns jetzt noch fehlt, ist das Micro High Low. Weil wir haben hier einen doppelten Boden. Ja? Das ist also nicht unser High Low. Wir brauchen also noch unser Micro High Low. Meiner Meinung nach haben wir den Peak schon gemacht. Ja? Also das hier ist unser kleiner Peak von unserem Micro High Low. Ich bin noch immer der Meinung, dass wir jetzt hier runter müssen. Ja? Und wenn wir uns das ganz genau anschauen, dann war das schnell schön, könnte das hier schon unser kleiner Midpoint gewesen sein. Ja? Und wenn man hier eine FIB nimmt von unserem Boden zu unserem Peak, dann ist genau hier die 786. Ja? Also genau bei 4,55. Und wenn man genau sieht, haben wir hier auch eine Gap offen gelassen. Ja? Von 4,55 bis 4,45. Ja? Also wenn wir schnell machen, kneifen wir jetzt einfach runter oder wir werden jetzt halt hier runtergehen, raufgehen, T und dann Gap Fill und dann geht es nach oben. Ja, schauen wir mal. Sollten wir, wenn wir jetzt das Level-Spiel spielen, sollten wir über 5,80 gehen, ist dieser Move beendet. Ja? Dann gibt es keine Alternative zur Downside anymore. Dann gibt es keine Alternative nach unten mehr, aber ich glaube trotzdem, wir machen das hier noch. Dazu sei gesagt, mit was vergleichen wir das? Wir vergleichen das einfach mit diesem Move hier. Ja? Weil wir haben diesen kompletten Move schon gemacht. Ja? Und zwar 2019, 2020. Wir haben unser V, unser High Low, Ausbruch und zu unserem A, haben auch ein schönes Head and Shoulders gemacht, sind runtergeneift. Also in dem Fall bin ich der Meinung, wir machen jetzt entweder gerade dieses kleine High Low oder dieses große High Low. Ja? Danach bekommen wir unsere Boom Boom Candles. NIO schaut fantastisch aus. Ganz klein wenig braucht man vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen schaut super aus. Okay, nächstes ist Fusel. Fusel steckt derzeit gerade ein bisschen fest, weil es macht derzeit gerade nichts. Fürs Haupttracking. Ja. Fusel hat sein IPO angefangen in seinem B. Ja. Das ist ziemlich wichtig, weil das ist eigentlich einer der Moves, den wir als nächstes erwarten. Ja. Also der Move zu B. Ja. Nur dieses B ist halt massiv. Es geht extrem lange zur Seite. Dann hat es sein C, sein Lower High, sein Midpoint. Dann runtergeneift zu seinem riesigen T und wieder runtergeneift zu seinem derzeitigen Allzeitlow. Jetzt gibt es zwei Varianten. Erstens, wir haben wieder unser großes M, unser großes T. Ja. In dem Fall muss man halt sagen, unser nächstes großes A, wenn man meine Regeln 1:1 nimmt, wäre bei 880. Das ist meiner Meinung nach noch erreichbar ohne Split. Aber unser nächstes B ist bei 20.000. Ohne einen Forward Split werden wir dort nicht hinkommen, sage ich gleich. Ja. Wenn es keinen Split geben sollte, bin ich der Meinung, dass diese Trendlinie hier der Endpunkt sein wird und wir nachher sterben. Ja. Fürs kleine Track, fürs Higher Low. Die Sache ist die, wie immer, wir wollen ein Higher Low. Ja. Ein Higher Low zu diesem ganzen Ding. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben unser W gemacht. Ja. Jetzt zwei Varianten. Entweder wir machen dieses Higher Low und dann brechen wir aus. Ja. Würde bedeuten, das T ist wohl. Die Sache ist die, ich habe zwei Regeln. Ja. Entweder es ist wurscht, dass das T zu kurz ist und diese Trendlinie nicht berührt, dann kann das Higher Low so groß sein. Das bedeutet, unser nächster Peak für unser Higher Low ist irgendwas zwischen 800 und 700. Ich habe allerdings jetzt auch schon öfters gesehen und deswegen auch die Regel aufgestellt, wenn das T zu kurz ist, macht man eine
neue Trendlinie dazu, die nur das M und nur das T berühren. In dem Fall darf das Higher Low diese Linie nicht brechen. Bedeutet, das Higher Low geht maximal zu 42 hinauf. Ja? Deswegen schauen wir mal. Ja? Fürs kleine Tracking zoomen wir jetzt mal hier hinein. Bedeutet, hier hineingezoomt, hier ist unser Allzeitlow, hier ist unser großes T. Und was wir bis jetzt gemacht haben, ist, wir haben unser perfektes Micro-Higher Low gemacht. Hier, perfekt unter 7.8, Higher Low gehalten, unter V&A, perfekt. Wir haben dann unser kleines Micro-Higher Low gemacht und in dem Moment, wo dieses Micro-Higher Low fertig war, sind wir nach oben geschossen. Jetzt ist die Frage, war das schon unser A? Ja? Weil wenn man sich das anschaut, von unserem V hier hinauf, perfekt an der 0.618 gebounced. Also ich könnte sagen, wir sind unter T, ja, wir sind aber über der Trendlinie und wir sind hier auf der 6.18 gebounced. Also ich gehe davon aus, das ist hier unser kleines A. Das kleine A schon für unser großes Higher Low. Was haben wir seitdem gemacht? Seitdem machen wir Higher Lows, Higher Lows, Higher Lows. Passiert leider manchmal, wenn eine Aktie einfach das Fractal sagt, wir sind noch nicht bereit. Ja, das ist einfach nur Zeitschinden, meiner Meinung nach, mehr nicht. Wenn man sich das anschaut, hier, Higher Low unter der 6.18 und hier auch wieder. Higher Low unter der 6.1618. Ja, noch immer gehalten. Jetzt ist die Frage, sind wir verdammt nochmal fertig oder nicht? Ja, das hier könnte noch einmal ein Micro-Higher Low sein. Ja, es ist halt der Scheiß. Ja. Also entweder wir gehen jetzt endlich hier nach oben, ja, und das war schon fertig und ole, oder wir müssen noch einmal trotzdem hier runter zu 6,52 und dann gehen wir nach oben. Ja. Derzeit, das ist Zeitschinden. Das ist wirklich einfach nur zur Seite gehen. Mehr ist es nicht. Ja. Wir können die einzelnen Landmarks hier tracken als einzelne, ja, aber im Großen und Ganzen, wir wollen jetzt eigentlich unser B haben. Ja. Und hier kommt eben die blöde Sache. Entweder wir machen jetzt irgendwas sowas, das hier ist unser B und dann C und rejecten diese Linie, das heißt unser Maximum wird 64 sein, ja, und gehen dann runter schon zu unserem V an der A hier, das bedeutet unter 5,77 und brechen dann aus. Oder, wie ich vorher schon gesagt habe, in dem Fall ist unsere Trendlinie hier scheißegal und unser Higher Low wird irgendwas in diese Richtung sein. Ja? Und unser Peak von unserem Higher Low wird irgendwas hier oben sein. Schau mal. Vergleichen tue ich das immer gerne entweder mit dem hier, ja, 2019. Ja, in dem Fall ist die Frage, machen wir gerade dieses kleine Higher Low, was ich nicht annehme, oder wir sind jetzt schon auf dem Weg zu diesem Higher Low. Die Sache, was das angeht, das wäre dann schon das Große. Da wäre unsere T- und M-Linie scheißegal. Das hier bringt uns hier hinauf. Schauen wir mal. Im Großen und Ganzen muss man sagen, bis vor 3 Wochen war das wunderschönes Tracking, aber die letzten 2 Wochen sind wir irgendwie auf Stopp getreten und machen derzeit einfach nichts. Ja. Auf irgendwas wartet. Okay, nächstes ist GNS, weil wir es schon uns lange nicht angeschaut haben. GNS schauen wir uns eigentlich auch nur an, weil GNS immer nach seinen Higher Lows wunderschöne große Moves gehabt hat. Ja, das ist der einzige Grund, warum wir uns das anschauen. Fürs Makro-Tracking, GNS hat seine IPO in seinem absoluten Peak gehabt und ist sofort runtergeknallt.
hat sein Lower High schon gemacht, sein M, sein T, sein V und macht jetzt gerade sein großes Higher Low. Sache, wenn wir unsere Regeln mit anschauen, unser nächstes A ist über $7, unser nächstes B über 84 und dann ist nur die Frage, brechen wir Allzeithoch oder nicht? Die Frage, ist dieses Higher Low schon fertig? Das ist die Sache, weil ich glaube eher nicht. Wir waren jetzt schon sehr knapp dran, ja. Also eigentlich habe ich gehofft, dass hier am 12. Februar wir endlich hier runtergehen, sind wir aber nicht. Wir hatten jetzt in den letzten 2 Tagen, glaube ich, einen ziemlich guten Move. Ich glaube, das waren so 10, 8%. Ich kann mich irren. Ich bin aber der Meinung, das ist einfach nur ein kleiner Bounce. Das ist das Gleiche wie dieser Bounce hier. Es hat einfach nichts. Das bedeutet nichts. Ja? Weil wenn man sich dieses Higher Low anschaut, von unserem absoluten V zum Top, die 7,86 ist hier unten. Ja? Und unser A ist hier. Also unser V an der A ist bei 30 Cent. Ich glaube also noch immer, egal was wir hier machen, wir müssen noch immer hier runter. Ich meine, wie viel Prozent sind das? Das sind 30%, aber GNS macht sowas halt. Oder wir grinden halt langsam hinunter. Und das wird dann erst unser Wieder. Ja. Für Levels, sollten wir aus irgendeinem Grund über 82 Cent gehen, okay. Higher Low ist fertig, ole. Ich bin noch immer trotzdem davon relativ, meine persönliche Meinung, überzeugt, wir müssen hier runter zu 30 Cent. Ja. Nachdem wir das fertig haben, ist unser nächstes Ziel irgendwas bei $7. Und dann ist halt die Sache, entweder wir machen wirklich A Pullback, B Pullback, C, oder wir machen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, etwas Dummes. Ja? Etwas Dummes wie das, wie das, wie das oder wie auch das. Ja? Es kann also locker sein, was auch immer die News sein werden. Sie verklagen gerade Citadel wegen Market Manipulation. Es kann auch locker einfach sein, dass, wenn dieses Higher Low fertig ist, wir plötzlich einfach das hier sehen. Ja. Es gibt keine Optionen bei dieser Aktie, nur Aktien. Ja. Schauen wir mal, was diese kurze Woche jetzt, die vor uns liegt, bringt, weil kurze Wochen sind ja normalerweise auch rote Wochen. Vielleicht kriegen wir unsere 30% bis Freitag. Schauen wir mal. Okay. Kleines Update zur FFAI. Und hier auch, weil ich gefragt worden bin, ob ich das Interesse verloren habe zur FFAI und es nicht mehr update. Nein, ich habe nicht das Interesse verloren. Es gibt nur halt leider derzeit nichts zu sagen. Ja. Ich werde euch nicht jeden Tag ein Update geben für eine Aktie mit, ja, wir haben heute uns 5 Cent bewegt. Ja. Bringt nichts. Fürs große Tracking. Wir haben unser C in 2021, dann unser Lower High, Midpoint, massives T. Und die Frage ist, ob wir unser V jetzt schon haben. Ja. Für die großen Ziele, unser nächstes Ziel für unser A ist bei 153, für B wäre es bei 5000, wie auch bei, was war's, FuelCell zum Beispiel, ohne Forward Split kommen wir hier nicht hin. Ja. Also ohne Split wird 154 unsere T-Linie, unser Rejected Line sein. Ja. Aber wir werden hier nicht drüber gehen. Fürs kleinere Tracking, naja, wir haben ja eigentlich leider, oder ich habe die Hoffnung gehabt, dass das hier unser Higher Low gewesen wäre und dass das hier unser V gewesen wäre. War es eindeutig nicht, ja, weil wir sind hier drunter gebrochen. Also einziger nicht Kurzschluss. Einziges Resultat davon ist, das war unser kleines T. Ja. Bedeutet, wir müssen jetzt auf unser W warten, auf unser V. Ja. Derzeit ist davon noch immer nichts zu sehen. Ja. Ich kann jetzt sagen, das hier war unser V. Ja. Jetzt müssen wir dieses Micro-Higher Low halten, ja, was noch nicht fertig ist. Also in dem Fall wäre es noch immer nicht fertig. Ja.
Also in dem Fall müssten wir jetzt hier runter zu 61 Cent gehen. Und dann könnte es wieder nach oben gehen. Ja. Aber wir brauchen ein Higher Low. Also jetzt haben wir noch immer kein Micro Higher Low gemacht. Sollten wir das fertig haben, ist die Sache die, uns fehlt jetzt das Makro Higher Low. Ja, das ist uns weggestorben. Also in dem Fall nehmen wir an, das hier ist unser V. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall ein Higher Low machen. Ja. Dieses Higher Low wird maximal hier diese Trendlinie rejecten, $1,10. Und dann können wir wieder drüber reden und tracken, dass wir dann wieder etwas Dummes tun. Ja, weil das war ja das Interessante an dieser Aktie. Ja, wie Higher Low und dann was Dummes tun. Derzeit warten wir auf unser Wie. Wenn dieses Wie endlich fertig ist, müssen wir das Higher Low machen. Und erst dann. Und solange wir da unten nichts haben, bringt es nichts, wenn ich euch jeden Tag ein Update dazu gebe. Ich habe es in meiner Playlist. Ich schaue es mir jeden Tag an, was es macht. Derzeit ist es halt absolut uninteressant. Und dazu sei halt auch gesagt, ja, wenn wir dieses Higher Low machen und diesen Run, super, perfekt. Ja. Wir sind sehr tief. Die Gefahr, dass erstens ein Reverse Split kommt und dann Optionen und Aktien halt komplett über den Haufen wirft. Oder dass dieses Ding stirbt, weil es eine Electric Car Company ist und delistet, die sind jetzt auf dem Tisch. Ja? Das Fractal kann uns nicht vorhersagen, ob diese Aktie lebt oder nicht. Ja? Sie kann uns nur die wahrscheinlichen Price Movements vorhersagen. Also schauen wir mal. Wichtigstes ist jetzt, das kleine Micro High Low zu halten und dann das große zu machen. Und das diesmal zu halten und nicht wieder so einen Scheiß zu machen. Ja? Okay. Jetzt zu unseren 3 Community-Wünschen. So ein kleines Update zu Tilray Brands. Derzeit hat sich noch nichts am Tracking, was ich gezeigt habe, beim ersten Mal geändert. Ja? Wenn wir dieses Level hier halten, ich komme gleich dazu, dann sind wir noch immer in diesem Punkt hier. Ja? Wir haben hier unser CMT wie Higher Low Run. CMT wie Higher Low. Dann wären wir nicht in dem Punkt, wir wären schon in dem Punkt. Ja? Unser A, Run. Ja? Dafür muss man allerdings wirklich dazu sagen, wir müssen dieses Level hier halten. Ja? Dieses Level hier. Ja. Sollten wir hier weiter runtergehen, wird es problematisch. Derzeit schaut es noch super aus. Ja? In dem Fall wäre das hier unser A. Ich weiß, es ist unter T, deswegen habe ich es mir nochmal angeschaut. Aber wir sind über der Trendlinie. Wir haben einen Breakout-Retest gemacht. Wir haben eine 6018 Bounce gemacht. Ja. In dem Fall war das hier unser kleines Micro Higher Low. Das Micro Higher Low zu dem hier. Heißt, wir machen jetzt vielleicht noch ein nächstes. Wisst ihr, in letzter Zeit machen so viele Aktien immer für jeden Move ein Micro Higher Low. Es ist, ja, man merkt, dass der Markt langsam wirklich anfängt zu spinnen. In dem Fall wäre das noch ein kleineres Micro Higher Low. Ja. Bedeutet, wir müssten jetzt noch hier runter und dann geht es nach oben. Sollten wir dieses Level nicht halten, ja, sage ich nur dazu, dann wäre das die Alternative hier. Ja. Bedeutet, wir haben unser V schon gemacht, okay. Wir haben aber dieses Higher Low hier noch nicht gemacht. Und dann wären wir jetzt gerade in diesem Downfall hier. Bedeutet, unsere 786 ist bei 5,42. Unser A wäre auch hier, also hier wäre wie an der A. Bedeutet, wir müssten hier runter. Ja? Und dann machen wir erst unser A. Ja? Das bedeutet, wir müssten diese Landmark hier erst tun. Das wäre die Alternative. Ja? Bedeutet, dieses Level, wo wir jetzt gerade sind, halten, nach oben, yippie.
Nächstes Ziel ist irgendwas bei 200. Dieses Level hier nicht halten. Wir gehen runter zu 5,32, halten dieses Level dann ist dieses HLO fertig. Unser nächstes Ziel ist über 30, irgendwas zwischen 30 und 50. No Financial Advice. Dann müssen wir erst Breakout Retest machen, dann geht es erst drauf zu mir. Ja? Das wäre TD Brands. Nächstes ist ARC. ARKit Quantum. Ja. Für ARKit Quantum muss ich wirklich sagen, ich habe es euch getrackt, weil ich es gewünscht habe. Ich würde sowas nicht anfassen. Ehrlich. Ich meine, okay, es ist jetzt schon länger als 3 Jahre alt, ja, weil ich immer sage, ich mag eigentlich nichts, was jünger ist als 3 Jahre. Aber von den Price Action ist eigentlich fast nichts da. Das, was ich bis jetzt habe, ja, von dem, was ich hier rauslesen kann, ist, sein Allzeithoch war natürlich 21. September 2021, dann haben wir schon unser Low High gemacht, unser Midpoint, im besten Fall unser T und unser V. Im besten Fall, ja, wenn wir jetzt nicht hier runterknallen und weitermachen müssen. Bedeutet, wir haben unser A schon, und zwar unser großes. Unser nächstes B wäre bei 263. Ja. Ist dieses A schon fertig? Und hier kommt das Problem. Wir haben, wenn man hier ranzoomt, dann kann man sagen, wir hätten ein kleines Higher Low. Ja, dieses kleine Higher Low hier. Ja. Ob das reicht für das, ja, es könnte reichen. Vielleicht. Ja. In dem Fall ist das ganze Ding hier unser A. Ja. Und in dem Fall sind wir gerade beim Bounce. Jetzt gibt es trotzdem 2 Sachen. Entweder das hier war der Bounce. Hier. Das war der Bounce. Das ist schon unser Micro-Higher Low, weil das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, Micro-Higher Low. Und von jetzt an geht es nach oben. Ja. So, nach oben. Das bedeutet, oh, dein nächstes Ziel ist 263. Oder wir müssen hier noch hinunter zu 618, also $10, irgend sowas. Und dann geht es nach oben. Ja. Das bedeutet, für Levels, wir müssen unbedingt $15,48 halten. Nicht berühren, nicht brechen. Wenn nicht, ja, wenn nicht, bleibt mir nichts anderes übrig, außer wenn wir hier weiter runterknallen, dass das Ganze hier unser Higher Low ist. Ja. Das Ganze ist unser Higher Low. Wir müssen runter zu $6-7. Und ja, und dann geht es nach oben. Frage ist, das kann dann eigentlich nicht mehr unser T sein. Das bedeutet, unser T wäre dann hier. Und das wäre dann unser nächstes A. Ja, anders kann ich es mit der Price Action, die wir jetzt gerade haben, nicht erklären. Zu was ich mehr tendiere. Ich muss ehrlich sagen, mir würde diese Version besser gefallen. Ganz einfach deswegen, weil dieses kleine Higher Low für das, ja, mir würde also das hier wirklich besser gefallen. Ja. Schau mal. Und letztes ist noch Pico. Also ich hoffe, das ist die richtige Aktie, ja, für Pico. Ja, das ist zwar schon eine ältere Aktie, also 2017, aber auch halt nicht wirklich viel Price Action, muss ich ehrlich auch dazu sagen. Mein Hauptproblem bei der Aktie ist, das hier kann halt alles sein. Ja? Das kann halt Groß A, Groß B, Groß C oder einfach nur Higher Low sein. Ja? Ja? Zeigt uns halt nicht viel. Wenn wir nur das hier tracken, ja, dann hat Pico in seinem V gestartet. Wahrscheinlich. Das hier wäre schon unser A. Schöner 0,5 Bounce hier. Rauf zu unserem B, was
Hier gibt es keinen einzigen Bound 5 Pullback, also ich kann es nicht bestätigen, dass unser B ist, aber mit der M-Linie schaut es nicht schlecht aus. Dann unser AZ hoch, unser C. Irgendwo hier wird unser Lower High sein, das ist aber nicht so wichtig. Was wichtig ist, das hier schaut mir wirklich danach aus, dass das hier unser M ist. Dann sind wir runtergefallen, auch hier wieder kleines Tutorial. Hier das M gestartet. Das M ist erst fertig, wenn es unter das Level fällt, wo es angefangen hat. Ja? Also hier ist unser M fertig. Und das wäre unser T höchstwahrscheinlich. Bedeutet, wann auch immer wir hier unten fertig sind, wäre unser nächstes Ziel für A 72 und unser nächstes Ziel für B 146. Jetzt ist die Frage, sind wir hier fertig? Naja, was wir also auf jeden Fall schon sagen können ist, das Ganze hier ist kein A, weil wir sind unter die 786. Das Ganze ist kein B, weil wir sind unter der 716. Also vielleicht ist es doch einfacher. Jetzt kommt es mir gerade erst. Okay, also im Großen und Ganzen fürs Makro kann das hier nur unser Higher Low sein. Das ganze Ding. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wir sind unter V&A. Wir sind unter 7816. Wenn wir jetzt nicht aus irgendeinem Grund plötzlich ein neues Allzeit-Low machen, was bedeuten würde, das wäre ein C, dann wären wir jetzt in Bounce Area. Ja? Wenn wir jetzt näher ranzoomen, ja, dann haben wir eigentlich schon ein V drin. Ja, das bedeutet, das hier wäre unser V. Und das hier wäre ein Micro-Higher. Ja, bedeutet, wir müssen auf jeden Fall 16,45 $, halten. Nicht berühren, nicht brechen. Was würde als nächstes kommen? Wir brauchen jetzt noch immer unser Makro-Higher. Ja? Also im besten Fall halten wir das jetzt, machen unser Higher, brechen nicht diese Trendlinie, also irgendwas bei 24,68 und dann wird es interessant. Sollte das halten, machen wir unser A Pullback, B Pullback und dann Allzeit hoch oder nicht. Was auch interessant ist, wenn man sich das anschaut, hier von der IPO, wir wären jetzt dann wahrscheinlich gerade hier. Nee, das wollten wir jetzt nicht. Wir wären jetzt wahrscheinlich gerade hier. Ja. Hallo. Und könnte eigentlich auch relativ volatil sein. Ich meine, ich weiß über die Firma nichts vom Tracking her. Muss ich ehrlich sagen, es schaut gar nicht so schlecht aus. Wenn wir das Level halten, ja, dann High Low und dann auf geht's. Ziele sind eigentlich wunderschön zu sehen. Für A könnte ich sogar sagen, werden wir zu 87 raufgehen, wenn man sich das anschaut hier, weil hier haben wir eine wunderschöne Gap. Ja. Also die wird dann 100%ig gefüllt werden. Ja. Ja. Schaut nicht schlecht aus. Wir müssen nur dieses Higher Low hier fertig machen. Wir brauchen Bestätigung dafür. Andernfalls schaut es nicht schlecht aus. Okay. Gut. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Erklärvideo für die fraktale Methode hier. Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir ein Abo hinterlassen. Schauen wir mal, was diese kurze Woche bringt. Wir sehen uns.